Warum geht's ja eigentlich gerade nicht weiter? Ich weiß nicht, ich habe auf bereit gedrückt. Also bei mir steht warten auf anderen Spieler 1 von 2. Bei mir steht 2 von 2. Nicht, dass ich jetzt hier rausgekantet werde. Oh. Naja, derweile können wir noch über Drogen reden. Ja, sehr gern. Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Stardew Valley, Stardew Valley. Oh yeah. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch Bob 42 spielen Stardew Valley. Mein Name ist Butch. Und ich bin Bob. Und wir spielen Stardew Valley und wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, sodass wir uns auch in allen anderen Videos hier auf diesem Kanal wiedersehen werden. Yay! Ich schmeiß mein Kind in die Luft. Schön. Ich schenke Abigail was zu essen. Okay, also neutrale Geister heute ist nicht viel los. Ist nicht viel los. Ja, ich hatte auch nichts. Was aber los ist, es ist der erste Tag im Winter. Oh, stimmt. Und trotzdem läuft bei mir Tropicala. Ja, stimmt, bei dir läuft es immer. Oh! Ich habe von Pierre 350 G bekommen. Ja, cool. Geld zurück, Belohnungsprogramm. Okay. Ich glaube, ich werde mir jetzt für den Winter was anderes anziehen. Eine Bomberjacke. Hey, wir haben super Seegurke-Laich bekommen. Oh ja, geil. Wo soll ich damit hin? In die Reife, also nicht die im Keller, die normalen Einmachfässer, sag ich mal. Ah, okay. Gut. Da. Geht sofort los. Tschuk, 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 tschuk. Sind die hier drin? Und ein Beanie. Na, im Lager einfach. Das normale Lager? Das normale Lager. Okay. Ach ja. Da, wo wir sonst das Gelee herstellen. Genau. Es ist Winter. Ich mag Winter. Ich mag Ingame-Winter. Ich mag Real-Life-Winter. Hier ist Kaviar. Moment. Lack. So, ist drin. Cool. Amethyst. Der kommt in die Amethystenkiste. In die Amethyste. Die Amekiste? In die Amekiste. Ah. Gott, was mache ich jetzt mit dem Laich? Mit dem Kaviar, meine ich? Achso, den Kaviar können wir verkaufen. Achso, okay, der verkauft ich den. Der gibt ganz gut Geld, denke ich. Weil es ja Kaviar. Weil es ja Kaviar. So. Klups, verkauft. Klasse. Ich hab hier sogar noch Störlaich. Können wir noch mehr Kaviar herstellen. Ja, perfekt. Oh, hallo. Schöne Beanie. Ja, bisschen in die Jahreszeit. Ich lasse meinen Hexenhut auf. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Ja, finde ich aber, ist wirklich so. Naja. Also, das ist so. Naja. Ich finde den Spruch schon ein bisschen platt. Ich finde, dass es schon echt beschissenes Wetter gibt. Also es gibt schon echt beschissen. Ja, natürlich. Also beim Gewitter draußen rumlaufen ist jetzt nicht unbedingt das Beste. Aber so ganz allgemein, ich habe auch schon Tage erlebt, wo ich irgendwie spazieren war oder wandern war, besser gesagt. Und das Wetter war richtig, richtig mies und Regen und bla und ganz viel Matsch. Und es hat irgendwie stundenlang gedauert, bis ich wieder an meinem Ausgangsort war. Aber ich hatte gute Kleidung an, war Wind- und Wetter geschützt und von daher, als ich dann wieder zu Hause war, ging es mir richtig gut. Von daher, es ist schon was dran. Kurze Frage. Hast du noch Platz in deinem Keller, beziehungsweise sind da noch Reifefässer, die noch nicht mit Wein vollgestopft sind? Ich glaube tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Dann habe ich jetzt mal noch 5 gecraftet. Alles klar. Wenn nicht, musst du mal nachgucken. Wir brauchen immer noch mehr Holz und Hartholz. Ja, ich habe gerade schon Hartholz. Jetzt mache ich gerade die Tiere. Muss ja auch sein. Macht der sonst keiner hier? Bisschen Platz. Ja, bin ich so der Tiermensch. Ich schon. Also, jedenfalls nicht in-game, sagen wir so. Ich habe schon immer gerne um Tiere gekümmert. Aber ich kümmere mich auch gerne um andere Sachen, wie zum Beispiel Pokémon. Ja, wie läuft's so an der Pokémon-Front? An der Pokémon-Front läuft es sehr gut und da komme ich auch gleich zu meinem ersten Thema heute. Los geht's! Ich habe gehört, du hast Themen für den ganzen April mitgebracht. Ich habe Themen für, naja, vielleicht für heute. für diese Aufnahmesession. Nee, Folgendes. Und zwar hatte ich letztens mit einem Kumpel drüber gesprochen, der halt auch sehr viel Pokémon spielt und so weiter und auch schon immer Pokémon spielt. Und wir haben so gesprochen und
festgestellt, dass man ja also schon seit den ersten Generationen eine Trainer-ID hat. Ne? Und durch Sachen wie Pokémon Home ist es tatsächlich möglich, seine Pokémon aus der blauen Edition von früher zum Beispiel bis hoch in die neueste Schild und Schwert und so weiter zu bringen. Oh, was? Krass. Also Pokémon, die 30 noch was Jahre alt sind, oder ne, fast 30, also noch nicht ganz, aber bald 30 Jahre, kannst du quasi immer noch haben. Ja, geil. So. Das ist schon ziemlich cool. Das ist schon ziemlich cool. Und wenn du nämlich auch noch die Edition von damals hast, mit dem Spielstand sozusagen, wo deine Trainer-ID ja noch nachvollziehbar ist, könntest du quasi beweisen, dass das Pokémon so und so alt ist. Und jetzt denke ich noch einen Schritt weiter. Können Pokémon dadurch NFTs sein? Dadurch, dass ich an diesem ganzen NFT-Game so gar nicht drin bin. Naja, es geht ja nur darum, dass es wirklich, NFT heißt ja im Endeffekt, du kannst irgendwie beweisen, dass es dieses Ding nur einmal gibt. Mhm. Ja? Und durch die Trainer-ID kannst du das ja quasi im Endeffekt beweisen. Und du könntest quasi ein Pokémon, wenn jetzt zum Beispiel ein PewDiePie kommt und sagt, hier, ich habe noch mal ein altes Pokémon-Game von da und da ist ja auch irgendwie Datum, glaube ich, mit dabei, oder? In den alten Spielständen kann man doch nachweisen, wann man das... Boah, das weiß ich nicht. Es sind auf jeden Fall Spielstunden mit drin. Also Spielstunden werden auf jeden Fall angezeigt und ich glaube auch, wann man das gespeichert hat. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ich überlege gerade, ich glaube in Gold und Silber gab es das mit den Tageszeiten, dafür war das ja auch wichtig. Genau. Aber das konntest jetzt du nur die auch Frage, verstellen, also... Ja, ist jetzt nur die Frage, ob das Datum des Spielstandes auch noch richtig mit drin ist, also das richtige Datum. Ja. Und dann könntest du quasi nachweisen, dass das Pokémon 20 noch was Jahre alt ist. 25 Jahre, seit es raus ist. Das ist krass. Finde ich. Auf jeden Fall. Also ich finde es eher von der Altersseite her krass als von der NFT. Absolut, Sache. absolut. Natürlich ist es total Aber emotional cool, ne, wenn man wirklich so sein Pokémon jedes Mal mitgenommen hat und damit quasi jede Edition irgendwie durchgespielt hat und so. Und das ist voll cool. Also, dass das machbar ist. Mein Glurak von damals. Ja, und das benutzt du immer noch und hast es quasi... Weil ich hab ja mit Lumanda angefangen, ne? Ich wollte es halt direkt wissen. Ach ja. Na, ich war schon immer ein Shigi-Typ. Ja, ich habe zwar auch Spielstände mit allen Pokémon irgendwie mal versucht zu spielen. Ja gut, das hätte ich natürlich auch gemacht, aber ja. Erste Wahl war damals natürlich Lumanda. Biomgleichgewicht. 20 okay, was müssen wir Seefische. machen? 20 Seefische. Achso, das ist ja easy Das mache peasy. ich jetzt mal schnell innerhalb von einer Folge. Ja, aber theoretisch, wenn jetzt so ein PewDiePie das irgendwie nachweisen könnte, der würde doch damit bestimmt gelten. Der würde doch Garantiert. definitiv Abnehmer Es gibt finden. Leute, die das kaufen. Und auch andere, einfach nur um zu sagen, so, ey, ich habe ein Vieh, das ist irgendwie nachweislich 20 Jahre alt. Ich habe hier Daten, die sind 30 Jahre alt. Ja. Und dann kommt jemand mit einer Floppy-Disk um die Ecke, oder mit 30 Floppy-Disks um die Ecke, wo irgendwie Doom 1 oder so drauf gespeichert ist. Das wäre natürlich auch krass. Aber es geht ja einfach nur darum weil so eine Floppy-Disk mit Doom 1 kann ja jeder haben. Es geht ja darum, dass dieses Pokémon existiert wirklich nur einmal. Ja. Und ist so und so alt. Und mehr machen ja diese NFT-Leute eigentlich nicht. Irgendwie nachweisen, dass es dieses Bild nur einmal gibt. Ja. Krass. Naja, Pokémon als NFTs. Ich find die Idee ganz witzig, obwohl ich NFTs als solches ablehne. Muss ich ehrlich sagen. Ich finde das überhaupt nicht okay. Ich finde das irgendwie auch. Also wozu denn? Ja, wirklich, wozu denn? Also ich denke mir halt auch oft so, okay, ich stecke da halt in der Materie nicht drin. Für manche ist das wahrscheinlich so, aber ich denke mir halt im ersten Moment so, irgendwie ist mir albern. Also, ja. Weiß ich nicht. Ich habe das nur Keine irgendwie in so einer Doku
irgendwie, ach, wer war denn das nochmal? Das war doch dieser, der Typ, der immer Selbstexperimente macht. Ich schicke das Video hier mal in die Infobox, wo es um NFTs geht. Der guckt halt innerhalb eines Monats, wie reich er mit NFTs werden kann. Der hat sonst auch immer alles Mögliche schon selbst getestet. Vor allem, früher ging es, glaube ich, los mit Drogen vor allem. Und dann hat er aber auch geguckt, wie es ist, Pornoregisseur oder Pornokameramann zu sein, wie es ist, Porno zu drehen. Und der macht das wirklich alles. Der war auch letztens erst bei den Space Rocks irgendwie im Podcast mit. War schon sehr interessant. Und der hat nämlich auch gemacht, wie reich kann ich mit NFTs werden? Und hat sich da eben mit mehreren Leuten unterhalten und eben auch einer, der so ein Kunstwissenschaftler, glaube ich, war das, oder so ein Typ, der so eine Galerie hat, und der hat halt gemeint, naja, der allgemeine Umgang mit NFTs ist halt erstmal Kacke, so, aber für wirkliche Künstler ist es halt irgendwo gut, weil die können dafür sorgen, dass die wirklich an jedem Verkauf deren Kunst immer dran verdient mit. Ja, stimmt schon. Und das ist cool, Aber wenn es eben wirklich nur darum geht, irgendwie diese Teile zu traden und so, dann nee. Ja. Das ist alles nicht so meine Welt, zum Glück. Zum Glück. Nee, das ist auch alles, was so in Richtung Börse, Aktien, was weiß ich nicht. Also, nee, kommt Leute, warum? Hat noch nie was Gutes hervorgebracht. Nimm mir eine gute Sache, die das hervorgebracht hat. Siehst du, kannst du nicht. Kryptowährungen sind international? Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Nee. Wie kam denn das überhaupt? Dazu müsste ich mich eigentlich auch mal belesen, obwohl ich das Thema so gar nicht so spannend finde. Aber wie kam denn das überhaupt so mit Aktien und bla und dem ganzen Zeug? Ja, also muss ja vor allem herkommen, dieses Konzept. Ne, das Konzept ist ja relativ einfach. Du hast irgendwie eine Firma oder willst irgendwie eine Firma gründen, brauchst aber eben Kapital. Und lässt deswegen andere Leute Teile deiner Firma kaufen. So, die können sich in deine Firma einkaufen, dadurch hat die Firma erstmal mehr Geld. Und an den ganzen Einnahmen werden halt alle Beteiligten beteiligt. So. Dann wüsste ich gern, was die erste Aktie oder so der Welt ist. Das ist eine gute Frage. Ich hatte das in Geschichte. Das wäre mal witzig. Ich weiß, dass ich das in Geschichte hatte. Ja. Aber, Alter, Geschichte war mein absolutes Hassfach. Und das liegt nicht daran, dass ich... das absolute Langweilsfach oder wie man das nennt. Ja, weil es ging ja nicht mal darum, dass ich mich nicht für Geschichte interessiert hätte, obwohl das damals schon teilweise so war. Ich war jetzt nicht irgendwie sehr darauf erpicht, mehr zu lernen. Das lag aber vor allem auch daran, wie der Geschichtsunterricht gestaltet war. Weil es einfach, ich hatte das Gefühl, der Lehrplan gibt es so gar nicht her, dass man sich auf coole Art und Weise mit Geschichte befassen kann. Ja. Sondern es gibt irgendwie ganz alte Lehrbücher, was heißt alt? Historische Lehrbücher. Quellen. Und dann werden da irgendwelche schon 1000-mal kopierte Blätter irgendwie ausgeteilt und ach, was weiß ich. Nee, das war nicht cool. Kurze Frage zu dem Biomgleichgewicht. Müssen wir die Fische aufheben? Nee, ne? Einfach nur fangen. Nee, einfach nur fangen. Okay. Dann kann das hier schön vertickt, Mann. Dinger, genau. So sieht's nämlich aus. Bam, 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 kommt auch noch weg hier. Alles weg. So. Ich gehe ins Bett. Zack. Ich muss erst noch ins Lager. Da ist Gelee. Fertig. Das feine Gelee. Aber wo ich gerade über Drogen gesprochen habe, Bob. Ja. Erzähl. Welche Drogen welche Drogen würdest du gerne mal ausprobieren? Alter, gar keine. Kann ich dir direkt so sagen. Also selbst wenn es ohne Konsequenzen bleiben würde, heißt du wirst nicht krank dadurch, du wirst nicht süchtig, bla bla bla, du könntest du hättest quasi ein Free-Ticket für eine Droge. Würde ich trotzdem, glaube ich, nicht machen.
Echt Also nicht? oder definiere Droge? Weiß ich nicht, weil alles kann doch irgendwie eine Droge sein. Nee, ich meine wirklich. Alter. Wow. Was? Ach, der Wein. Der Wein. Wein, der nicht mehr in den Keller gepasst hatte. Sheesh. Cha-ching. Katsching, Alter. Ja, können wir öfter so machen. Ja, Geld wäre eine gute Droge. Okay, ach, Nee. komm, das ist doch langweilig. Also, hast du noch nie irgendwie gedacht, wenn du irgendwie über Heroin oder Kokain oder Nee, Mann. Pilze oder. Also Heroin, man muss sich halt spritzen. Hätte ja gar keinen Bock drauf. Warum geht's ja eigentlich gerade nicht weiter? Ich weiß nicht, ich habe auf bereit gedrückt. Ich auch. Also, bei mir Steht steht auch, warten auf andere Spieler 1 von 2. Bei mir steht 2 von 2. Bei mir steht 1 von 2. Nicht, dass ich jetzt hier rausgekantet werde. Oh oh. Oh oh. Naja, derweile können wir noch über Drogen reden. Ja, sehr gern. Nee, also Heroin sowieso nie, also wegen Spritzen und so. Und das wäre, ganz ehrlich, Alter, ich will gar nichts in meinen Ja, ich bin Venen und raus. so drin haben. Oh, ja, du bist gegangen, steht da. Na gut. Mal gucken, wie sieht's hier aus? Scherbe. Geister fühlen sich heute neutral gesinnt. Hörst du mich noch, Butch? Ich höre dich, ja, alles gut. Alles Okay, gut. Ich komm schon wieder rein. Da ist er. Nee, ansonsten, boah, keine Ahnung, was gibt's noch? Gras rauchen, habe ich auch keinen Bock drauf, weil ich Rauchen halt nicht geil finde. Ja. Was gibt's denn noch? Koks, damit macht man sich doch die Nase kaputt. Mhm. Aber ich meine ja genau, du machst ja eben nichts kaputt. Also es ist wirklich einmal so ein Ding, dass du es ausprobieren kannst, ohne dass dir in irgendeiner Weise was passiert. Du wirst nicht süchtig, du hast keine körperlichen Na gut, Schäden. aber dann, Du hast dann auch sehe ich ja keinen- den Sinn gar nicht darin, wenn gar nichts passiert. Also weil Nee, du- also der Rausch an sich passiert schon, aber eben nicht Ach so. die Nachteile. Also dieses Runterkommen wieder oder. Das meine ich davon. Das meine ich. der Absturz. Ja, genau, der Absturz findet quasi nicht statt. Ja, aber weiß ich nicht. Also, hab da eigentlich gar keine Ambitionen irgendwie drauf. Echt gar nicht. Das ist krass. Nee. Also, weil. Nee, Mann, also ich berausche mich halt nicht. Weiß ich nicht. Also, ich habe zum Beispiel. Ja, gut, weil, als ich Alkohol getrunken habe. Ja, nee, das war eigentlich eher. War eher immer eine soziale Komponente so dabei. Ja. Also man hat halt so in Gesellschaft was getrunken, ne? Also Ja, jetzt, ich ich hab- würde mir ich halt hab auch dich nie ja auch- alleine irgendwie was reinziehen. Ich habe dich auch nie betrunken erlebt. Hä, nicht? Ich glaube nicht, dass ich dich jemals Bist du dir da betrunken. ganz sicher? Ich könnte jetzt hätte nicht jetzt- sagen, dass das Bob schon mal. Na gut, vielleicht war ich nicht völlig weg Ja, nee. und gar nichts Also, mehr. oder dass du aber- irgendwie angefangen hättest zu lallen oder so. Oder ich meine, wir haben ja Nee, ich gerne mal. glaube, das ist Bahama mir noch getrunken. nie passiert. Wir haben ja gerne mal Bahama Mama getrunken. Ja, aber mit richtig viel Mama. Also richtig viel Mama. Das war ja so ein Maßglas, ne? Ich glaube ja. Das war so ein richtiges Maßglas Bahama Mama. Das war echt viel. Ich habe letztens wieder Bahama Mama getrunken. Das war echt viel. Ja, habe ich gesehen. Es war, uiuiui. Aha. Das war echt ganz schön viel. Naja. Ja, auch voll viel Nee, aber Steine. Deswegen, ja, nee, weiß ich nicht. Also ich habe gar nicht so das Bedürfnis, mich an irgendwas zu berauschen in dem Sinne. Also, da bin ich einfach langweilig. So. Krass. Hm. Krass. Also krass langweilig, Bob. Krass langweilig. Ja, Nee, ja. ich finde die Frage, also ich habe mich das nämlich auch nicht mal für mich gefragt, so, sondern es war wirklich so, weil ich genau weiß, dass du eben Für einen nicht so ein Freund. Rauschetyp bist, so ganz allgemein, habe ich mir gedacht, Ja. aber was wäre, wenn er einmal die Chance hätte? Was Nee. hätte er gern? Hm. Das hatte ich mich gefragt. Gut, jetzt habe ich eine Antwort. Nee, dann- Ich weiß selber nämlich gar dann nicht. lieber sowas wie hier der Florentiner meinte, dann lieber so essen, ohne dick zu werden oder sowas. Oh ja, das ist auch gut. Das ist Das natürlich auch richtig ja. gut. Ja. Wenn man genau wüsste, so, ich kann das jetzt essen und einfach, es ist ohne Probleme. Das wäre schon echt cool. Beste Superpower. Ich habe nämlich zurzeit das Gefühl, dass ich dick werde. Okay. Wie äußert sich dieses Gefühl? In Zahlen auf der Waage, oder? Ich habe keine Waage, das ist mein Problem. Ich weiß. Ich habe keine Waage, ich bräuchte mal eine Waage. Ja, ich kann gar Ja, nicht jetzt wird doch lesen. das mache ich dieses Jahr noch. Ich kaufe mir noch eine Waage.
Was denn, eine Waage kaufen? Ja, ich brauche eine Waage. Ich finde das auch doof, nicht zu wissen, was ich wiege. Ja, es kann halt schon, wie gesagt, als mich die ganzen Ärzte dann immer so gefragt haben, ja, was wiegen sie? Und ich konnte halt keine Antwort geben, war dann halt auch irgendwie doof, weil ich mir dann dachte, Gewicht ist halt schon so ein Indikator, also kann so ein Indikator für, oder Gewichtsveränderung kann ein Indikator für Sachen eben einfach sein. Für Fett sein. Zum Beispiel für Fett werden. Oder Fett sein oder nicht mehr Fett sein oder. Was siehst du? Kann ja auch alles in die andere Richtung gehen, ne? Ach, stimmt, ja. Ja, ich mach schon. Ja, brauchst du nicht, ich mach das schon. Na, ich stehe hier oben sowieso gerade am See, deswegen, ich baller auch ein bisschen. Ja, nee, deswegen Drogen. Nee, Drogen, ich habe mit Drogen einfach voll nichts am Hut. Mann, ich trinke nicht mal Kaffee. Das stimmt. Ich trinke sehr gerne Kaffee. Ja, ich weiß. Aber so Drogen, ich glaube, ich würde unglaublich gerne mal. Schön Also wenn ich jetzt wirklich unter der Prämisse, dass ich halt keine Schäden davon tragen würde oder sonst was, auch nicht süchtig werden würde. Pilze. Aber nee. LSD? Also eigentlich wirklich Kokain. Lass uns LSD kochen. Kokain, okay. Kokain. Ich glaube, ich würde echt gerne mal Kokain ausprobieren. Oh, was ist das für ein Fisch, ey? What the fuck? Der ist auf Kokain. Ach, ein Lengdorsch. Mit Schatz. Na, ist das doch gut. Schön. Obwohl Heroin auch interessant ist. Okay, ja. Und dass die Leute wirklich so krass drauf. Was gibt's denn noch so für Drogen? Ich kenne, glaube ich, irgendwie nur so diese Standardsachen. Ich habe halt gar keine Ahnung von Drogen, um ehrlich zu sein. Also, siehst du, Ecstasy gibt's ja da noch? Ja, Ecstasy, LSD, Speed. Ja, was ist denn Speed eigentlich? Ich denke mir mal so, ist Speed nicht einfach nur Crack. Koks? Oder? Crack. Wir brauchen Crack. Stimmt, Crack gibt's oder ja auch Crystal noch. Meth. Ach du Scheiße, ey. Es gibt einfach zu viele Drogen. Es gibt zu viele Drogen. Und ich glaube, irgendwo ist das auch alles dasselbe. Oder das Gleiche. Nur eben anders. Irgendwie nochmal. Art zu konsumieren. Im Endeffekt ist alles Gras. Nur einmal in Pulverform. Nur in kristalliner Form. Na, ist doch irgendwie. Na, wie ist denn das? Warte mal, bei Alkohol werden ja irgendwelche Rezeptoren besetzt. Deswegen, also findet ja nicht mehr so viel Informationsaustausch statt, deswegen ja auch Lallen und Motorik und so. Ja. Und dann war doch aber so bei anderen Drogen ist es doch so, dass es eben halt hier Endorphine, Glücksgefühle, was auch immer so eher aussendet. Ja, genau. Also es ist ja im Endeffekt genau das. Uppers und Downers. Uppers und Downers, das weiß ich noch. Uppers und Downers, ja. Ja. Na, im Endeffekt ist ja immer so, die hängen sich an irgendwelche Rezeptoren. Ja, so wie alle Chemikalien. Genau. Die Frage ist dann immer bloß, leiten die jetzt was weiter dadurch? Oder stoppen die das? Oder hängen die sich da fest und wird das geblockt? Ach, keine Ahnung. Ich war auch mal besser in Bio. Ey, ich war bis zur 10. Klasse, hatte ich immer konstant, glaube ich, eine 3. Und ich weiß gar nicht, ob ich ich glaube, ich habe die Story hier noch nicht erzählt. Also immer eine 3. Also Bio war immer so, irgendwie nicht ganz so viel Interesse dran und ja, aber irgendwie ging schon. Und dann war irgendwie, ich habe nur 3 kassiert, deswegen war das auch relativ safe, dass ich halt, weiß ich nicht, Halbjahr, Endjahr halt auch eine 3 auf dem Zeugnis haben werde. Ja. Und da hat aber die Lehrerin vorher angekündigt, ja, wir machen den Tag, machen wir halt noch so mündliche Leistungskontrollen für alle, die so Kippe stehen, dass sie vielleicht noch die bessere, also dass sich da entscheidet, ob bessere oder schlechtere Note, so nach dem Motto. Ja, aber wenn du immer 3 hattest, konntest du ja gar nicht Kippe stehen, oder? Ja, richtig. Und ich habe dann so gesagt, ja gut, das wird ein entspannter Tag für mich. Ich werde sowieso nicht drankommen. Ich brauche hier nichts machen. Da lehne ich mich schön zurück. So, was kommt? Lehrerin? Ja, Bob, dann komm mal vor und so. Und ich so, was? Moment. So genau, nicht. ich habe dann auch gesagt, so, so und so? Und dann, nö, also bei mir steht hier eine 2,5 drin. Und ich so, also sorry, vielleicht Frau Mitarbeitsnote? Lehrerin, aber ja, also das wäre jetzt das Einzige, wie ich es mir irgendwie hätte erklären können.
Dass es dir irgendwie noch eine gute Mitarbeitsnote immer gegeben hat? Obwohl ich jetzt in Mitarbeit, muss ich sagen, also ja, keine Ahnung, ich habe halt jetzt auch nicht mehr gemacht, als ich musste, also weil also eine Mitarbeit wäre jetzt auf keinen Fall eine 1 oder so gewesen. Ja. Aber ich war halt so völlig so und habe dann, also ich habe ihr das so ehrlich gesagt, habe gesagt, ey, ich habe nichts gelernt, ne, weil ich fest davon ausgegangen bin, dass ich hier eine glatte 3 auf dem Zeugnis kriegen werde. Und dann, naja, habe ich gesagt, also ich probiere es natürlich trotzdem, weil also ich habe jetzt nichts zu verlieren, ich habe ja nur alles zu gewinnen. Und ja, ich habe eine 3 am Ende dann bekommen. Ne? Also ja, keine Ahnung, war irgendwie, weiß ich nicht. Vielleicht ist er auch irgendwo bei sich da selbst in der Zeile verrutscht. Und ach, was weiß ich, keine Ahnung. Deswegen an die ganzen Leris mehr Transparenz. Ja, Transparenz also ich glaube, das ist heute schon besser, aber ich glaube, früher haben viele Leris das so, ne? Also ja, Alter, ich hatte einen ausgewürfelt. Lehrer. Du, ich hatte einen Lehrer in Ethik. Der war unethisch. Unethisch, Alter. Ohne Mist. Der hat ethische statt Mitarbeitsnoten, er vergibt halt keine Mitarbeitsnoten, er vergibt ethische Noten. Was halt völliger Bullshit ist. Okay. So, ist halt so, weil ich habe damals schon angefangen, gerne zu diskutieren. So, okay. über gewisse Sachen, vor allem wenn es irgendwie um Religion und so weiter ging. Und er mochte aber meine Ansichten nicht. So, und ich habe halt ich habe viel mitgearbeitet. Wirklich. Ja. Und habe dann aber schlechtere ethische Noten bekommen als Leute, die halt gar nicht mitgearbeitet haben. Also die halt immer einfach bloß irgendwie die Stunde hinter sich gebracht haben und halt gar nicht interagiert hatten. Und ja. So eine Typen. Und da war halt nichts mit Transparenz, ne? Das war einfach nur so, ja, welche Nase passt mir und welche nicht. Uncool. Ja, nervig. Absolut nervig. Deswegen, Führerschein für Leris. Kein Wunder, dass die Schule dicht ist. Wir brauchen einfach Führerschein für alles. Ja, Mann. Na, eigentlich macht man nicht schon einen Führerschein für Leris? Gibt's das nicht eigentlich? Na, nee, so wie wir letztens in der Folge auch meinten, so, Ach so. So eine Führerschein und dann halt immer wieder auch natürlich Überprüfung und sowas. Genau. Alles muss überprüft werden. Alles muss überprüft werden. Ich würde auch alles verstaatlichen. Überhaupt kein Mal. Alles verstaatlichen, alles überwachen. Ich würde auch Butchbob 42 verstaatlichen. Oh, okay. Wie würde das dann laufen? Nein, wir würden also über Funk. Wir würden einfach über Funk. Ach so. Stimmt. Ich habe mir auch überlegt, so, wie geht denn das? Weil wir beide sind doch jetzt, also, ja, okay. Wäre nicht lustig. Funk, falls ihr noch zwei Deppen-Let's Player braucht, wir sind da. Ja? Wir sind hier. Ich sag mal so, ihr könntet uns auch als verbeamtete Let's Player des Staates ansetzen. Nee, der Öffentlich-Rechtliche ist natürlich nicht verstaatlicht, ne? Aber die werden ja gebührenfinanziert. Ja, das stimmt. Apropos Transparenz und so, ne? Ja. Ansonsten könnten wir für den YouTube, könnte YouTube verstaatlicht sein. Oder ein Kanal. YouTube-Kanal. Also falls auf dem Bundeskanzler YouTube-Channel, falls da Let's Plays laufen sollen, wir sind da. Ja, wir machen das. Das wär doch mal nice. Wir laden auch gern mal Olaf Scholz hier in Stardew Valley ein. Das wäre schon cool. Das wäre richtig cool, Alter. Ich meine, haben das nicht auch die Cringe CSU hat er doch auch gemacht. Die haben doch mit hier Philipp Amthor, Alter. Die haben doch dann ihre komische Game Night irgendwie was gemacht, was halt völlig, oh mein Gott, ey. Das war so schlimm. Ach, das übel. War so schlimm. Ganz also das übel. war richtig, richtig dolle schlimm war das. Ja. Ich dachte mir auch so, ey, Schuster, bleibt bei euren Leisten. Also, nee, ja, aber das machen sie ja nicht mal richtig, weil ich wollte ihm sagen, macht nicht weiterhin schlichte Politik. Ach Gott, ey. Uff. Oh, da ist wieder Wein fertig.
Oh, nice. Nice. Ah, der muss doch in den Keller. Nice. Im Keller ist gerade kein Platz. Also wird das so verkauft. Aber dann geht uns da nicht voll was verloren? Ja, aber die Früchte wachsen sowieso schneller, als wir die Keller auffüllen, sag ich mal. Okay. Na, wenn du das sagst. Nee, warte mal. Die Keller sind, ja, also jetzt sind ja die Keller sozusagen voll und die brauchen ja eine relativ lange Reifezeit. Mhm. Und wir kommen ja dann gar nicht hinterher. Also wir hatten ja dann so viele Früchte im Überfluss. Und So, hier noch die ein. Folge ist ja dann auch schon vorbei. Bob hat sich ins Bett gelegt. Oh, Kacke, schaffe ich das noch? Ja, ich schaffe das. Ja, klar, Obelisk. Aber den Teleport. Bing. So, schnell noch ins Bett. Hier rein. Fertig. Haben wir geschafft. Gibt es wieder viel Geld? Oh ja! Sogar mehr als Ja, schon ein vorhin. bisschen. Geil. Ja, es gab ja noch anderes Zeug, was wir verkauft haben. Oh, Die Fische. voll gut. Ja. Ich bin mal gespannt, was der uralte Wein dann bringt. Also dieser, Der ballert richtig rein. der ballert richtig gut, oder? Was kaufen wir Und uns von dem Geld? Na, die Obeliski. Ach genau, da müssen wir auch noch Obeliskis. machen. Dass wir das eigentlich, obwohl das ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich wollte eben sagen, wir können halt so lange wirtschaften, bis wir diesen Wüstenteleport-Obelisk bekommen. Dann müssen wir auch nicht immer auf Pam warten mit dem Bus, Ja. müssen auch nicht für den Bus bezahlen und sind dann tendenziell viel früher in der Wüste und schaffen halt viel mehr Ebenen in der Schädemine. Ja, und würden es vor allem auch wieder zurückschaffen, oder? Ach so, nee, stimmt. Zurück müssen wir sowieso mit dem Bus fahren, aber da kostet es nichts. Müssen wir? Gibt es nicht auch einen Teleport zurück auf den Ja. Hof? Nee, also es gibt Teleport-Totems. Die müssten wir dann, wenn dann craften oder so. Naja, die müsste man dann craften. Naja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Oder wenn wir halt dann irgendwann so richtig rich sind, dann können wir auch uns dieses Zepter der Rückkehr von Krobus holen. Genau, Dann können wir genau uns das meine ich doch. instant Das ist doch genau zurückteleportieren. das, wovon ich... Aber die Strategie ist ja eigentlich in der Schädemine so lange zu bleiben, bis man ohnmächtig wird. Genau. Weil, und so. Ja. Ja. Gut, diese und andere Sachen und Drogen. In der nächsten Folge. Ich möchte bitte, dass alle in die Kommentare schreiben, was sie für Drogen nehmen Genau. Welche würden. Drogen würdet ihr gerne nehmen? Würdet ihr gerne mal ausprobieren, wenn es wirklich konsequenzenfrei bleiben würde? Und FBI schreibt mit. genau, BND FBI schreibt schreibt auch mit. mit. Und nehmt keine Drogen. Also nehmt sie bitte nicht wirklich. Nee, Mann. Ja, also lasst mal die Finger weg. Und wenn ihr zum Beispiel mit dem Rauchen aufhören wollt, ist das auch überhaupt gar kein Problem. Schaut einfach in die letzte Folge Stardew Valley. Ich habe sie hier verlinkt. Da erkläre ich ganz genau, wie das geht mit dem Rauchen aufhören. Rauchfrei dank Zombie-Apokalypse. Rauchfrei glaub ich, heißt dank sie. Zombie-Apokalypse, ganz genau. Genau. Sehr gut. Leute, habt noch einen schönen Tag und bis die Tage. Tschüss.